Hallo zusammen, heute habe ich ein neues Video für dich über das unglaublich beeindruckende Muster Diagonales Relief Cartoon. Dieses Muster wird definitiv deinen geflochtenen Korb verschönern und vielfältiger machen. Es ist auch erstaunlich schnell zu flechten und in gewisser Weise sogar einfach. Also gut, lass uns anfangen. Ich möchte mit den technischen Details beginnen. Wenn du dich nicht mit den technischen Details befassen möchtest, spule einfach im Video zur Zeitmarke vor, die du auf dem Bildschirm siehst. Wenn du jedoch alle Details verstehen und den Grundsatz kennenlernen möchtest, um ähnliche Muster selbst zu kreieren, dann mach dich bereit, ich werde von Anfang an beginnen. Und zwar mit den Flechtmustern. Analog zum Stricken oder Häkeln gibt es auch beim Flechten von Körben Flechtmuster für einige Muster. Und das Muster Diagonales Relief Cartoon wird genau nach einem Flechtmuster geflochten. Es gibt ein Grundfragment, das beim Wiederholen das gesamte Muster bildet. Das Grundfragment hat eine Größe von 7 x 7, also 7 Stände und 7 Reihen. Und in diesem Muster spielt die Anzahl der Stände eine sehr wichtige Rolle. Es muss eine genaue Anzahl von ihnen geben. Die Anzahl der Stände muss eine Vielfache von 7 sein, aber plus oder minus 1 Stände. Verstehe, das klingt zwar verwirrend, aber ich werde es gleich erklären. Wie ich bereits erwähnt habe, hat das Grundfragment 7 Stände, daher die Vielfache von 7. Okay, das macht bisher Sinn. Aber warum sollte man an Stände hinzufügen oder abziehen? Nun, das Flechten ist im Grunde genommen spiralförmig. Wenn die Anzahl der Stände ein Vielfaches der Breite des Grundfragments ist, wird beim Flechten einer neuen Reihe die vorherige Reihe dupliziert. Deshalb muss eine Verschiebung des Musters um einen Ständer in jeder Reihe vorgenommen werden. Dann entstehen die klaren diagonalen Linien, die das Muster formen. Lass mich ein klares Beispiel geben. Um zu verstehen, welche Anzahl von Ständern für dieses Muster geeignet ist, beginnen wir mit Zahlen, die Vielfache von 7 sind. Das sind Zahlen wie 7, 14, 21, 28, 35 und so weiter. Lass uns zum Beispiel die Zahl 77 nehmen. Stellen wir uns vor, wir planen einen großen Korb zu flechten. Und wir machen einfache mathematische Berechnungen. Für das Muster Diagonales Relief Cartoon eignen sich also entweder 76 oder 78 Stände. Aber wie entscheiden, welche Zahl man wählt und welchen Einfluss hat das Hinzufügen oder Abziehen? Das ist ganz einfach. Das Hinzufügen oder Abziehen beeinflusst die Richtung der Verschiebung des Musters. Das heißt, in welche Richtung sich das Muster verschiebt, nach links oder rechts. Und das ist besonders deutlich im Maßstab erkennbar. Um keine Verwirrung zu stiften, wirf einfach einen Blick auf die Beispiele. Im Grunde genommen ist das die gesamte technische Seite dieses Musters. Obwohl alles, was ich gerade über die Verschiebung des Musters und seine Richtung gesagt habe, funktioniert nur, wenn die Flechttechnik gegen den Uhrzeigersinn erfolgt. Wenn jedoch im Uhrzeigersinn geflochten wird, verschiebt sich das Muster genau andersherum. Dieses kleine Detail hilft genau, den Zickzack-Effekt zu erzeugen. Nun, jetzt ist wirklich alles gesagt. Alle technischen Details wurden erklärt. Und weißt du, was das Beste daran ist? Indem du all das weißt, kannst du selbst jedes andere ähnliche Muster mit einem Flechtmuster erstellen. Und du kannst sogar die Größe deines Grundfragments selbst bestimmen. Wenn du immer noch ein wenig an dir zweifelst, habe ich für dich einige Flechtmusteroptionen unterschiedlicher Größen vorbereitet. Schau nur, welche Vielfalt an Mustern du selbst kreieren kannst. Und natürlich kannst du jetzt
nachdem du alle technischen Details kennst, jedes gewünschte Flechtmuster umsetzen. Und jetzt lass uns zum praktischen Teil des Musters Diagonale Relief Cartoon übergehen. Um das Muster Diagonales Relief Cartoon zu flechten, wird eine bestimmte Anzahl von Ständern benötigt. Geeignet ist jede Zahl, die durch 7 teilbar ist, und von dieser Zahl wird 1 abgezogen. So wurde zum Beispiel für das Flechten dieses Korbes die Zahl 77 genommen und 1 abgezogen. Das ergibt insgesamt 76 Ständer. Das Muster Diagonales Relief Cartoon wird mit nur einem Arbeitsröhrchen geflochten. Wie immer wird der Beginn des Flechtens markiert und dann wird begonnen. Das Arbeitsröhrchen wird vor und hinter den Ständern nach einem bestimmten Flechtmuster platziert. Im Flechtmuster ist das Arbeitsröhrchen in rosa und die Ständer in schwarz markiert. Das Flechten gemäß dem Muster beginnt. Zuerst wird das Arbeitsröhrchen vor 3 Ständern platziert, dann hinter 2 Ständern. Und am Ende vor einem Ständer und gleich danach hinter einem Ständer. Das Flechtmuster für 7 Ständer ist nun fertig. Danach werden alle Schritte gemäß dem Muster wiederholt. Auf diese Weise wiederholt sich das Flechtmuster alle 7 Ständer in der Breite. Sobald das Arbeitsröhrchen kurz wird, wird es verlängert. Damit das Produkt ordentlicher und sauberer aussieht, werden alle Verbindungsstellen der Verlängerung auf der Innenseite des Produkts platziert. Das heißt an den Stellen, an denen sich das Arbeitsröhrchen hinter dem Ständer befindet. Gemäß dem Flechtmuster ist es am besten, die Verbindungsstelle nur in 2 Fällen zu platzieren, hinter dem 4. und 5. oder hinter dem 7. Ständer. Daher markiere ich die Stelle, an der das Arbeitsröhrchen verlängert wird. Schneide das Ende in einem scharfen Winkel ab. In das neue Zeitungsröhrchen, in das breite Ende, gebe ich einen Tropfen Kleber. Das schmale Ende wird in das breite Ende eingeführt. Das ist alles, so wird die Verlängerung durchgeführt. Die Verbindungsstelle befindet sich hinter dem Ständer und ist auf der Vorderseite des Korbes nicht sichtbar. Und weiter flechte ich gemäß dem Muster bis zur gewünschten Höhe. In jeder neuen Reihe wird eine Verschiebung nach rechts stattfinden und alle 7 Reihen wird das Flechtmuster in der Höhe wiederholt. Um den Zickzack-Effekt zu erzielen, muss einfach nur die Flechtrichtung geändert werden. Das heißt, das Arbeitsröhrchen wird einfach umgedreht und das gleiche Muster in die entgegengesetzte Richtung geflochten. Sobald das Flechten in die entgegengesetzte Richtung geändert wird, ändert sich auch die Richtung des Flechtmusters. Dadurch entsteht der Zickzack-Effekt.
Das ist das gesamte Prinzip des Flechtens des Musters Diagonales Relief Cartoon. Es würde mich sehr freuen und es wäre hilfreich zu wissen, ob dieses Video für dich nützlich und interessant war. Schreib deine Meinung in die Kommentare. Abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast, und aktiviere die Glocke, um keine neuen nützlichen Videos zu verpassen. All dies hilft mir sehr bei der Entwicklung dieses Kanals und motiviert mich auch, neue Videos zu erstellen. Ich wünsche dir viel kreativen Erfolg. Bis zum nächsten Video. Tschüss!